Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, der World Boss ist ja vorbei. Es gibt jetzt eine Umfrage hier zu dem ganzen Teil. Dort könnt ihr natürlich auch sehr gerne nochmal dran teilnehmen. Und ja, da bitte ich auch drum, dass ihr da ausführlich Feedback an Playa sendet, so wie ihr es mir auch gesendet habt. Denn wir haben ja auch eine Umfrage hier auf YouTube damals gemacht zu dem World Boss, wie ihr das Ganze findet. Und da bitte ich dann auch darum, so ehrlich dann auch seitens Playa gegenüber zu sein, was da wirklich so alles verkehrt läuft beim World Boss, was euch nicht gefällt und was man besser machen kann. Ich hatte ja auch in zahlreichen Videos danach gefragt nach eurem Feedback, was stört euch wirklich? Ist der Hate übertrieben oder wird er nur grundlos gehatet? Wird ja, das begründet oder nicht? Weil viele schreiben auch, ja, feiern den nicht, aber gehen nicht richtig ins Detail. Ne? Und das bringt natürlich dann an Feedback auch nichts großartig so, ne? Wenn man dann einfach nur stumpfe Kommentare schreibt, sag ich mal. Aber viele haben sich hier auch sehr viel Mühe gegeben, haben lange Kommentare geschrieben und auch sehr gutes Feedback. Der meistgelikte Kommentar war hier von Marc Unbekannt hier, ne? Hatte hier auch einen sehr schönen Text dazu geschrieben gehabt, den, denke ich mal, viele nachvollziehen können, auch sehr konstruktiv hier, auch erwähnt, was halt positiv ist, wie zum Beispiel die Rewards für Free-to-Play. Ja, aber was halt eben auch hier alles so verkehrt läuft. Und ich glaube, ja, vielen spricht er hier auch so ein bisschen aus der Seele, weil ja auch viele das natürlich hier auch geliked haben hier. Ne? Und hier vor allen Dingen mit dem Punkt hier, für mich wirkt das Ganze wie ein Arena-Manager-Event. Klicken, warten, wieder klicken, nur halt mit World Boss-Label. Viele machen es wegen den Rewards, aber kaum jemand, weil es wirklich Spaß macht. Es fühlt sich mehr nach Gib Pilze aus zum Höherstehen, anstatt nach einem Event, das die Community zusammenbringt. Hat wirklich der Kommentar mich zu 100% hier auch so getroffen. Ich hatte das World Boss Event eigentlich auch nur so gespielt, weil ich mir die Stat-Punkte habe nicht entgehen lassen wollen. Dann gemerkt, dass halt die Rewards nicht mehr wirklich dementsprechend gut sind und für mich dann den ja, Entschluss gezogen beim nächsten Event, wenn sich da nichts ändern sollte, auch nicht wirklich da großartig so viel Geld investieren werde, wie ich das jetzt dieses Mal gemacht habe. Deswegen, ja, das ist wirklich ein toller Kommentar und solche Kommentare auf jeden Fall auch an Playa senden. Ne? Es gibt vieles zu kritisieren. Mein größter Kritikpunkt war aber die neue Premium-Währung wirklich. Das war wirklich unter aller Kanone, muss man wirklich so sagen. Ich hatte hier zum Beispiel auf meinem Battle Mage, ne? Da hatte ich zum Beispiel irgendwas um die 240 Kristalle oder sowas gehabt. Ja, konntest du einfach effektiv nichts mehr mit anfangen. Ja, du hast was über gehabt und das war dann einfach gewastet. Weil was kannst du hier mit 240 Kristallen kaufen? Ne? Das Einzige, was sich gelohnt hätte, wären Lucky Coins. Da brauchst du aber mindestens 250 für. Ja, genauso wie Sanduhren, was auch nicht mehr wirklich worth ist. Was wäre noch einigermaßen worth für Late-Game-Spieler? Kristalle, Metalle. Ja, brauchst du aber auch 250 für. Okay, also konnte man effektiv damit dann nichts mehr anfangen. Klar, man konnte sich dann halt eben auch noch als Late-Game-Spieler Holz kaufen. Das braucht man auch. Oder Steine. Oder Seelen vielleicht auch. Ja, weil die natürlich ein bisschen günstiger sind. Aber ja, was soll ich euch sagen? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt mehr Holz und Steine, tatsächlich. Deswegen, das ist wirklich auch ganz schlecht gelöst. Neue Premium-Währung einführen und dann ja, so ein schon recht undurchdachten Shop. Das ist auf jeden Fall das. Dann natürlich abgesehen von den Kosten und was halt sonst noch alles so Reward-technisch, Kosten-Reward-technisch, was da noch alles schiefgelaufen ist. Nach wie vor muss man sagen, für Free-to-Play-Spieler ist es immer noch ein Event, was Reward-technisch immer noch okay ist, sage ich mal. Aber für die Pay-to-Win-Spieler war das jetzt ein kompletter Schuss in den Ofen, muss man wirklich so sagen. Also das war ja nicht mehr wirklich so wert, Pilze in das Event reinzustecken. Du konntest auch Free-to-Play fast an das rankommen,
was man auch als Pilze ankommen kann, was ich persönlich per se nicht schlecht finde, da versteht mich nicht falsch. Also ich finde es gut, dass man Free-to-Play auch weiterhin gutes Gold farmen kann. Ne? Ist natürlich auch genervt im Vergleich zum letzten World Boss. Da war es vielleicht ein bisschen zu viel, gut, okay. Aber ja, da ist dann trotzdem, also wenn ich als Pay-to-Win da mehrere 100 € ausgebe und dann fast trotzdem den gleichen Reward habe wie ein Free-to-Play-Spieler, dann sehe ich da den Sinn auch nicht, ehrlich gesagt. So, ne? Ja, das sind halt so die Fakten, die mir halt auch noch aufgefallen sind. Deswegen, wenn ihr hier auf Umfrage geht, dann könnt ihr hier euch die 5 Minuten nehmen. Und dann könnt ihr hier die 11 Fragen beantworten. Ja, wir können die ersten Fragen mal durchgehen. Das letzte ist dann wieder so Feedback an Player geben. Da könnt ihr auch wieder bis zu 1000 Zeichen, glaube ich, euch dann euer Feedback überlegen. Falls ihr mir auch schon Feedback geschrieben habt unter einem der Videos, zum Beispiel hier auch dieser Kommentar hier, könnt ihr den auch einfach copy-pasten und dann hier mit einfügen. Ne? Aber da kommen wir gleich mal zu. Wie ist dein Gesamteindruck des World Bosses? Es kann nur eine Option gewählt werden von 1 bis 5. Schlecht, 1 ist schlecht, 5 ist super. War für mich. Also es war nicht alles negativ. Es gab ein paar Sachen, die auch wirklich gut gemacht worden sind, aber das Negative hat wirklich eher überwogen, sag ich mal. Also wenn man sagt, okay, designtechnisch, Katapult, Reroll-Shop, 70-30 getrennt zu machen von dem Katapult, dass man das nicht einreißen muss, ist an sich gut, aber halt schlecht umgesetzt. Ne? Also man hätte das hier auch wirklich in diese Kategorie einordnen können, aber es ist halt wieder, naja, also Geld hat man sich dadurch effektiv nicht gespart, im Gegenteil ist teurer geworden. Rewards technisch ist es immer noch okay, aber nicht mehr für Pilzer so attraktiv, deswegen geht es wieder mehr in die Richtung. Designtechnisch war es sehr gut, was mich dann wieder hier rüberbringen würde. Dann gab es auch wieder was mit dem Schwarzmarkt und so, was dann wieder abgefuckt hat. Deswegen tendiere ich wirklich zwischen 2 und 3 und bei mir ist es wirklich eine 2. Ja, eine 1 finde ich zu krass, weil da sind noch zu viele Sachen dabei, so wie die Rewards, die immer noch okay sind, sag ich mal. Ich denke da vor allen Dingen an die breite Masse Free-to-Play-Spieler und so und nicht unbedingt jetzt an mein eigenes Wohlergehen, sag ich mal, dass ich zu wenig bekommen habe für das, was ich reingesteckt habe. Ich habe es halt getestet und ja, war halt jetzt nicht wirklich überzeugt. Aber ich bin halt eben auch nur eine Einzelmeinung. Genau, deswegen ist bei mir halt hier die 2. Wie gut haben dir die Anpassungen gefallen? Ja, es gab Positives als auch wieder Negatives, ne? Aber ist auch so wie eben gerade eher eine 2, muss ich sagen. Bewertung der Präsentation. Wie hat dir die Präsentation des World Bosses gefallen? Grafik, Audio, Text. Audio würde ich sagen, ist okay. Grafik fand ich die Gegner super. Ja, Text, muss ich sagen, was gab es da großartig an Text? Ja, also das, was halt so erklärt worden ist, ne, würde ich sagen, ja, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Deswegen, ja, also da muss man wirklich, in diesem Aspekt muss man wirklich loben. Also Marvin wieder gute Arbeit geleistet, die World Bosse sahen gut aus. Deswegen, das ist nicht schlecht. Wie häufig hast du dir Upgrades oder Munition gekauft, sie neu ausgewürfelt und das Katapult zerstört? Upgrades, ja, also 1 ist nie, 5 ist sehr häufig. Upgrades habe ich mir immer geholt, Munition auch immer neu gewürfelt. Ging tatsächlich. Also ich musste nicht so häufig würfeln, würde ich mehr sagen, tatsächlich eher eine 3. Und zerstört habe ich es. Zerstört. Ja, gut, zwischenzeitlich habe ich schon häufiger mal zerstört, weil ich immer kurze Katapulte gebaut hatte, so, die in 4 Stunden gehen oder so, weil ich 70-30 gespielt habe, deswegen eher eine 4, würde ich tatsächlich sagen. Also ich habe da schon wirklich sehr Pay-to-Win gespielt. Wie viel Zeit hast du täglich mit diesem Event verbracht? Ja, schon, doch. Also da hab ich schon sehr viel Zeit reingesteckt dieses Mal. Alleine Streams und so, wenn man das jetzt mit zuzählen würde, kommen wir da schon deutlich drüber. Wie hast du den Zeitaufwand empfunden? Zu viel, genau richtig, zu wenig? Ich muss sagen, dadurch, dass es die Teilnehmertouren nicht mehr gibt und man deutlich weniger an ja, Zeit investieren muss,
Zu wenig würde ich jetzt auch nicht sagen, zu viel auch. Also ich würde sagen, es ist eigentlich vom Zeitaufwand her genau richtig. Also man kann immer noch mit den ja, Schwachpunkt-Truhen, die kann man immer noch sehr häufig verpassen in der Nacht, wenn man halt nicht sich den Wecker stellt so. Ähm, Da muss man sich trotzdem immer noch einloggen. Es ist aber beim letzten Mal halt, fand ich, zu viel gewesen. Ja, für manche ist das jetzt zu wenig. Es muss halt die Preis-Leistung muss halt, ne, also was leiste ich, um halt welchen Preis zu bekommen. Das war beim letzten Mal mehr. Also durch die Teilnehmertruhen hat man mehr bekommen, wenn du auch mehr geleistet hast. Das war gerade für Leute, die nicht viel Geld ausgeben wollen und aktiv gespielt haben, sehr, sehr geil. Für die breite Masse würde ich jetzt eher sagen, ist es eher genau richtig so. Manche würden sogar noch sagen, ist zu viel. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Was wäre für dich der beste Start- und Endzeitpunkt für das Event? Dauer des Events etwa 4 Tage. Ja, das Problem ist halt, wenn man Donnerstag anfängt damit, dann ist das Problem, dass das auf F9 schon am Mittwoch startet. Also startet einfach schon mitten in der Woche. Also es macht keinen Sinn. Ich bin aber ein Freund davon, zu sagen, dass das Event am Sonntag endet. Und dass das Event am Montag endet, finde ich eigentlich wieder nicht so geil, weil dann wieder die neue Woche startet und so und Leute wieder arbeiten müssen. Ne? Also wenn man jetzt von Leuten ausgeht, die Wochenende frei haben, darf man natürlich auch nicht alle nehmen, aber es ist ja nun mal der Großteil. Würde ich eher sagen, auf Sonntag enden, aber Donnerstag starten ist auch wack. Ich hätte tatsächlich eher gesagt, dass man Freitag startet und Sonntagabend endet. Dann ist es ein ganz normales Event. So dauert es halt 4 Tage, 3 Tage. Ich weiß nicht, was würdet ihr sagen über 3 Tage? Reicht auch der World Boss für 3 Tage? Ich würde es jetzt gar nicht so schlecht finden, wenn es ein ganz normales 3-Tage-Event ist. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Aber ja, ansonsten würde ich jetzt eher von den beiden Dingen hier ähm, ja, das hier, glaube ich, am meisten präferieren. Ja, also wenn man jetzt ganz nach meiner bescheidenen Meinung jetzt hier gehen würde, ist, glaube ich, eher so Freitag bis Montag, wenn es sein muss. Ja. In Anbetracht der Zeit und der Ressourcen, die du in das Event gesteckt hast, wie fühlt sich die Menge an Belohnungen an? 1 schlecht, 5 super. Also Zeit habe ich halt sehr viel reingesteckt, Ressourcen anhand von Pilzen und Echtgeld würde ich jetzt mal auch mit dazu zählen als Ressourcen, das sind ja meine persönlichen Ressourcen, war es für mich als Pilzer nicht gut. Also zeitmäßig konnte man nicht viel rausholen, also ne, die Teilnehmertruhen sind halt nicht da. Ressourcentechnisch schlecht. Man hat halt immer noch okay Rewards, aber nicht mehr für das, was man an Geld ausgegeben hat. Würde ich auch eher mit einer 2 hier einordnen, weil schlecht ist wirklich schon wirklich sehr, sehr schlecht. Ich denke mal, viele von euch werden auch schlecht ankreuzen. Ich bin auch tatsächlich mehr schon dazu geneigt, weil die fragen ja nach meiner persönlichen Meinung. Und da kann ich ja schlecht von allen, sag ich mal, auch irgendwo ausgehen. Weil ich glaube, als Free-to-Play hast du noch ganz gute Rewards bekommen, selbst wenn du nicht viel Zeit investiert hast. Als Pilzer hast du hier wirklich nicht das bekommen, was du wolltest. So. Also als Pilzer schlecht, als Free-to-Play würde ich sagen immer noch okay. Ja, ich würde mit einer 2 gehen dann. Das wäre so meine persönliche Herangehensweise. Was gefällt dir am World Boss am besten? Okay, das sind halt jetzt die persönlichen Fragen und Vorschläge, die man hat hier. Wo hast du Veränderungsvorschläge? Da könnt ihr gerne euer Feedback dann reinposten. Hast du noch weiteres Feedback? Da würde ich dann halt einfach jetzt Playa dann persönlich dann nochmal irgendwie kontaktieren und dann nochmal Feedback geben. Ich hatte ja auch schon in der Vergangenheit Feedback gegeben an Playa, was ich auch nicht gut finde und ja, was man hätte ändern können. Und deswegen, ja, würde ich da dann eher auf direkten Wege dann für mich persönlich zurückgreifen. Aber ihr könnt natürlich hier sehr gerne eure Anliegen reinposten. Mein Anliegen wäre jetzt halt sowas wie als Free-to-Play ist es für den Zeitaufwand halt jetzt ne, noch okay von den Rewards her. Als Pilzer kann man das Event vergessen. Das bringt einen nicht mehr die Ressourcen, die man, also das, was es halt worth macht für das Event. Ich hatte sogar im Legendary Dungeon mehr Gold gefarmt als mit dem World Boss. Also das ist nicht mehr worth.
Ja, und dann halt eben die ganzen anderen Dinge, die ich am Anfang des Videos erwähnt hatte mit Schwarzmarkt, Katalysatoren etc. pp. Ne? Okay, Freunde, aber das ist erstmal soweit mein Feedback zum Worldboss gewesen. Und schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung nochmal hier rein, was ihr vielleicht auch an Pelaya gesendet habt. Vielleicht sind da nochmal ein paar neue Gedanken jetzt nach dem Event aufgekommen, weil die Kommentare, die ich gezeigt habe, die in dem Video, die waren tatsächlich noch vor dem Event. Deswegen, genau, da auf jeden Fall nochmal sehr gerne Feedback in die Kommentare. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.